Hallo, Dr. Patbeck hier von der Todai, auch international bekannt als die Universität von Tokio. Heute möchte ich über Japan als ein US-Satellitenstaat sprechen und was die US-Hegemonie bedeutet für die Situation in Japan, der japanischen Wirtschaft, der Kultur und Sprache. Ich hatte im Zuge meines Doktorstudiums hier an der Tokio-Universität, und zwar hier am Historiographischen Institut, hatte ich an der Übersetzungsgeschichte buddhistischer Begriffe gearbeitet und geforscht. Das Institut ist nicht unweit vom Akamen, dem Roten Tor, die berühmte Sehenswürdigkeit, die man oft auf den Postkarten sieht. Das Historiografische Institut schützt historische Schriften und ist so eine Art supergeheime Bücherei. Das ist natürlich alles unterirdisch und da kommt man auch nur mit ID rein. Ich glaube, das haben viele nicht gewusst, aber die meisten Elite-Universitäten haben unterirdische, meilenlange Gänge und Katakomben. Uralte Schriften lagern dort, die zurückgehen bis ins 16. Jahrhundert. Einige Jahre später hatte ich an der Tokio-Universität auch noch als Forscher gearbeitet. Diesmal am Institut für fortgeschrittene Asienkunde. Dies hier ist das Institut. Auch hier ging es um Übersetzungsgeschichte. Jetzt werden viele wahrscheinlich denken, Übersetzungsgeschichte, das ist ja langweilig. Nein, ein Geschichtsstudium im Allgemeinen gibt uns immer Erkenntnisse in der Gegenwart. Als die europäischen Mächte nacheinander im 17., 18. und 19. Jahrhundert Ostasien für sich entdeckten und hier hineinfielen wie die Barbaren, haben sie sich alles abgeguckt. Sie haben neue Ideen und Konzepte und Begriffe kennengelernt und anstatt den Asiaten auf Augenhöhe zu begegnen, haben sie einfach alle asiatischen Namen, Begriffe, Konzepte einkassiert und übersetzt in europäische Terminologien. Meistens natürlich Latin am Anfang, biblische Konzepte und hellenisch-griechische Konzepte. Das ist ungefähr so, stellen wir uns vor, die Japaner kommen jetzt nach Europa und schauen sich an, was wir da in Deutschland so alles haben. Also wir haben da Volkswagen und Bayer und die Stadt Köln und den Goethe. Und was machen wir dann damit? Ja, alle Namen, Begriffe und Marken, die werden jetzt sofort asianisiert. Wir nennen das Toyota und Suzuki und Yokohama und Ikeda. Alles wird umbenannt. Und dann drehen wir uns um zu den Deutschen und sagen, siehste, die hatten überhaupt gar keine Originalität. Die hatten überhaupt gar keine Kreativität oder Erfindertum. Die haben nichts entdeckt. Dann hätten praktisch die Japaner behaupten können, die Deutschen, die hatten gar kein Bunko. Die wussten nichts davon, aber wir haben es denen gegeben. Ja, und dann wird das offizielle Geschichtsschreibung. Jetzt werdet ihr vielleicht protestieren. Das wäre ja gar nicht möglich. Sowas könnte uns in Europa überhaupt nicht passieren. Es wäre unvorstellbarer Raub, Missinformation und Geschichtsverdrehung. Aber genau so war es ja passiert hier in Ostasien. Die Europäer, später die Amerikaner, haben hier alles auf links gedreht. Wir können auch sagen, dass der Westen sich komplett der asiatischen Konzepte und Namen bedient hat und umgetauft hat. Konfuzius war auf einmal ein christlicher Heiliger, der angeblich von der Flut wusste. Die Taoisten waren alles hellenische Philosophen. Die Buddhas oder Phodja wurden ebenfalls zu Heiligen und ihre Weisheiten wurden zur Religionen erklärt. Die Methodik ist fast ausschließlich westlich. So war das Christentum ja bekanntlich nach Jesus Christus benannt. Also suchte man sich in China, dem alten Katai, verzweifelt eine Wunderfigur heraus aus der Wuxue. Wuxue ist eine chinesische Weisheitsschule, eine Denkschule, ganz ähnlich wie die Denkschule Platos. Eigentlich ist der richtige Name Ru. Trotzdem wollten die Missionare natürlich unbedingt diesen Christus in China finden. Und dann kamen sie auf den bekannten Konfutse. Der wurde dann Namensgeber. Ru flog raus, Kung
kam in und wurde zu Konfuzianismus. Mit solch einer brutalen Übersetzungsstrategie haben die Europäer alle Geschichten Asiens platt gemacht und verwestlicht. Daher postulierte Georg Hegel schon damals das Ende der Geschichte. Er war der Auffassung, dass nichts und niemanden den Europäer stoppen könne. Auch Gottfried Leipzig, lange vor Hegel, hatte den Sprachimperialismus der Engländer zum Beispiel sehr gut durchschaut. Deswegen rief Leibniz ja auch dazu auf, die Deutschen müssen sich auf keinen Fall ausländischer Worte bedienen und einverleiben, sondern im Ausland alles deutsch machen. Nur so ließe sich das deutsche Reich, das deutsche Imperium ausweiten, was dann ja auch geschah. Immerhin bekamen die Deutschen eine Kolonie im nordöstlichen China. So, jetzt zurück zur Gegenwart. Ich bin hier im Jahr 2022 an der Tokio-Universität und spreche über Japan als US-Satellitenstaat. Die USA hatten Tokio im Zweiten Weltkrieg total niedergebrannt und Atombomben auf Nagasaki und Hiroshima abgeschmissen. Seitdem ist Japan ein Vasall der Weltmacht USA und hatte es relativ gut gehabt, weil wichtige Kolonie in Asien. Es gab hier in Japan ein regelrechtes Wirtschaftswunder. Genauso wie wir es im besiegten Deutschland erleben durften. Ein ausgebombtes Land wird wieder aufgebaut, da muss viel investiert werden, viel Arbeit und Schweiß und natürlich boomt dadurch die Wirtschaft. Leider ist der Hauptprofiteur nicht Japan und auch nicht Deutschland gewesen, sondern die Siegermacht und Besetzungsmacht USA. Japan war ziemlich stark in den 80er Jahren und wurde ein wenig überheblich. Da sanktionierten die USA alle Lebensbereiche, Kulturexporte, Waren und die Energieversorgung in Japan. Alles kollabierte hier und Japan verlor 40 Jahre Entwicklung, sagen die. Die stehen seit 40 Jahren mehr oder weniger still. Aber seit dem Kollaps der Sowjetunion in 1991 war die USA plötzlich zur unangefochtenen einzigen Weltmacht geworden. Und seitdem wurde in Japan richtig gefoltert, schikaniert und das Land wurde klein gehalten auf allen Ebenen. Heute, in 2022, sind wir an einem neuen Tiefpunkt angelangt. Die USA ist zum Imperium der Sanktionen und Bestrafungsmaßnahmen verkommen. Die Japaner dürfen nicht mit China arbeiten. Sie dürfen nicht mit Russland arbeiten. Sie dürfen nicht wirklich mit Europa zusammenarbeiten oder Indien oder Südamerika. Und wenn sie es tun, im kleinen Maße, dann nur unter der Aufsicht der Amerikaner. Also was hier in Japan seit 3 Jahren mit diesem Corona-Witz abläuft, das ist schon langsam lächerlich. Und obwohl Japan eigentlich keine tödliche Pandemie erfährt, wurde Tokio gezwungen, 3 Jahre lang mit lächerlichen Papiermasken im Gesicht rumzulaufen und die Bevölkerung zu schikanieren mit 3-mal jüdischen Genspritzen von US Pfizer durchzuimpfen. Ein Skandal. Die Japaner hätten auch ihren eigenen Impfstoff entwickeln können, wenn sie dürften. Leider hat Tokio keine Wahl. Es muss jeden Wahnsinn mitmachen. Jetzt planen die USA den totalen Krieg gegen Russland und China und am besten noch Iran gleichzeitig. Aber erinnern wir uns doch daran, dass China und Russland wichtige Nachbarstaaten Japans sind. Da könnte man sich doch mit revanchieren, da könnte man zusammenarbeiten. Japan hätte durch China längst reich werden können. Aber nein, die USA haben es zurückgehalten. Japan darf nicht souverän sein und darf sich nicht mit anderen souveränen asiatischen Partnern treffen und handeln. Jetzt musste Japan auf Anordnung der USA
die ja die UN, die WHO und die NATO befehlen, seine Bevölkerung für 3 Jahre in den Lockdown schicken. Also in der Wohnung bleiben, von zu Hause aus arbeiten, Remote Office, inklusive aller Firmen und Schulen und natürlich den Universitäten. Alles dicht gemacht. So, und was machen dann die Leute, wenn die isoliert zu Hause sitzen müssen für 3 Jahre? 127 Millionen Japaner? Richtig. Die Japaner sitzen zu Hause und loggen sich ins Internet ein und benutzen US Google, US Amazon, US YouTube, US Twitter, US Uber Eats, um Essen zu ordern. Sie benutzen US Zoom, um Konferenzen abzuhalten. Der gesamte E-Mail-Verkehr hier in Japan wird über US-Konzerne abgeleitet. US Hotmail, US Google, US Yahoo, alles amerikanisch. Wir haben also den vielleicht größten US-Imperialismus-Streich der Weltgeschichte hier vor uns. Dagegen waren die Öffnung Japans durch amerikanische Kanonenboote in der Vergangenheit doch nur ein Kasperspiel oder Kavaliersdelikt. Die Weltherrscher nennen das natürlich nicht Imperialismus oder Fremdherrschaft. Nein, sie nennen diese große Vergewaltigung der Erdbevölkerung der große Neustart oder der Globalismus. Das ist aber alles Quatsch. Es geht ja nur in eine Richtung. Es geht von der USA in die ganze Welt und nichts geht zurück. Japan, aber auch Deutschland haben nicht einmal 1% der Mittel, die Amerika zur Verfügung stehen, um die anderen Länder auszuknipsen. Hier um Tokio herum gibt es unzählige Militärbasen, alles amerikanisch. Das Konsulat ist ein ganzer Stadtteil für sich. Auch gibt es hier 86.000 US-Soldaten stationiert, komplett mit Atom-U-Booten und Flugzeugen. In Deutschland sind es ja nur 53.000 US-Soldaten stationiert, aber immerhin. Weder Deutschland noch Japan dürften es wagen, ihre Soldaten in die USA zu schicken und dort zu stationieren. Genauso wenig dürften Deutschland und Japan es wagen, irgendwelche Drohungen, Forderungen oder gar Sanktionen gegen die USA auszusprechen. Könnt ihr euch vorstellen, was dann passiert mit uns? Es ist also eine totale Einbahnstraße. Die USA können machen, was sie wollen. Und wir sind nur Empfänger, niemals die Sender. Fazit. Die Japaner werden gerade lahmgelegt. Sie werden gerade komplett amerikanisiert. Und diese Masken sind ein Zeichen der Unterwerfung. Die unzähligen McDonald's, Starbucks, Uber Eats, iPhones und Mac-Computer, aber auch die Universitäten sind unterwandert. Wer hier Professor werden will an der Todai, muss in den USA studiert haben. Grundsätzlich sind japanische oder allgemein asiatische Worte in der Weltwissenschaft unerwünscht und werden unterdrückt. Sie werden entweder gleich übersetzt in europäische Sprachen oder sie werden markiert durch spezielle Formate, Sonderzeichen und Warnungen, was Ausländisches. Japan ist unselbstständiger denn je und hat es unter der amerikanischen Totalherrschaft, besonders der globalen Finanzierer, dem Dollarsystem, den Sanktionen, der extremen Propaganda, sehr schwer, bilaterale Beziehungen mit anderen Staaten aufzunehmen. Und das gilt auch für Deutschland. Ach ja, und das hätte ich fast vergessen. Wir auch in Deutschland werden alle japanischen Top-Politiker und Unternehmen abgehört. Es gibt keine Reziprozität mehr. Die Amerikaner sind eigentlich nackt. Sie kümmern sich auch gar nicht mehr, ihre Geheimarbeiten zu verstecken. Es geht hier um totale Kontrolle. Nicht einmal selbst ernähren können sich die Japaner. Das ist verboten. Sie müssen von Amerika aus massiv importieren oder von amerikanischen Partnern und müssen fürchten, wie schon vor dem Zweiten Weltkrieg,
dass wenn Tokio auch nur einmal aus der Reihe tanzt, sofort die Lebensmittelbelieferung, die Energieversorgung, die Banktransfere und der Handel gestoppt werden. Guckt euch doch an, was die Amerikaner gerade mit Russland machen. Ich sage euch die Wahrheit. Alle japanischen Professoren, die was werden wollen, müssen in die USA zur Durchleuchtung und Gesinnungstaufe. Alle deutschen Professoren, die was werden wollen, müssen in die USA zur Loyalitätsbekundung. So ist das. Das bedeutet, dass jeder Amerikaner hier einfach in die Tokio-Universität reinlaufen kann und wie Gott behandelt wird. Wir Deutschen oder Europäer kommen weit darunter in der Hierarchie. Und auch Japaner, die in die USA gehen und dort ausgebildet werden, können zurückkommen und werden dann besser behandelt als die einheimischen Japaner. Ja, die Auslandsjapaner, die zurückkommen, kriegen die dicken Posten. Das erinnert sehr an eine militärische Hierarchie. Lohnt es sich also für Europäer in Japan zu studieren oder zu forschen? Die spontane Antwort muss Nein sein. Denn sie müssen ja erstmal Japanisch lernen, was eigentlich fast unmöglich ist, wenn man nicht schon von Kindesjahren auf angefangen hätte. Die Amerikaner aber, die brauchen kein Wort Japanisch zu lernen. Sogar die US-Diplomaten hier in Tokio geben einen auf Japanisch. Ist es wirklich so? Die Japaner müssen alle Amerikanisch lernen, in ihrem eigenen Land. Amerikanisch, um sich mit den amerikanischen Eroberern verständigen zu können. Immer weniger Japaner lernen Deutsch. Glaubt den Zahlen des DADs oder der BRD-Regierung nicht. Die lügen, damit die beantragten Gelder jedes Jahr auch ausgeschüttet werden. In Wahrheit hat sich die Zahl der Deutschkurse in Japan, aber auch in anderen Ländern wie China in den letzten 10 Jahren halbiert. Wir Deutschen haben mit den Japanern ein gemeinsames Schicksal. Wir haben uns zurückgezogen und wurden zu Autisten. Wir spezialisierten uns und hofften, dass unsere Waren und Ideen von den Weltherrschern in Übersee aufgenommen, entdeckt und dann letztendlich abgekauft werden. Also, die Amerikaner entscheiden über unseren Erfolg. Unsere eigenen Länder können da nichts mehr machen. Können wir zurückschlagen? Können wir uns wieder aufrappeln? Nun, zuerst einmal sieht es nicht danach aus. Nicht mit diesen Masken in den Fressen. Und das sind nur die sichtbaren Strafen für uns. Die Blöcke in den Köpfen der Menschen und die Zangen an ihren Eiern, die existieren. Manchmal glaube ich, die japanischen Universitäten sind einfach nur noch Zombie-Institute. Fast schon wie die deutschen Universitäten. Die taugen auch nichts mehr. Es zählt eigentlich nur noch Amerika. Ich hatte damals freiwillig die Entscheidung getroffen, weit weg von Deutschland in Asien, China und Japan zu studieren. Es wurde sehr schnell klar, dass dies eine Weltverschwörung hier ist. Mir wurde immer wieder gesagt, ich müsse in Amerika vorstellig werden, um überhaupt zu existieren, auf Nummer sicher zu gehen, ihr versteht. Also ging ich für ein Jahr nach Harvard, obwohl ich gar kein Geld hatte. Ich hatte in einer Kamikaze-Aktion für 4 Wochen Tausende von Büchern und Dokumente in der Harvard-Universität abgelesen und eingescannt für meine Arbeit an der Übersetzungsgeschichte des Shengren, meiner Doktorarbeit. Ohne eine Affiliation mit Amerika gibt es kaum Karrieren in der Welt. Wenn ihr also in Asien studiert, macht euch darauf gefasst, dass ihr ohnehin in amerikanischen Journalen oder Universitäten punkten müsst. Wenn es eine Zukunft gibt, dann nur eine Zukunft der geopolitischen Unruhen auf diesem Planeten, wo die Asiaten und die Europäer endlich das US-Imperium zurückdrängen und zerschlagen können, um hier mal wirklich eine multipolare Weltordnung aufzubauen, in der jeder Staat, Kultur und Sprache ihre Chancen hat. Und ich meine das todernst. Wir leben in einer Versklavung und die meisten Menschen verstehen es nicht. Sie sehen es ja vielleicht nicht. Sie sitzen seit 3 Jahren zu Hause unter Lockdown, unter schweren Bestrafungen und beschäftigen sich zusehends mit ihren iPhones. Überlegt es euch gut, ob ihr wirklich ohne Japan und ohne Deutschland, ohne Souveränität und Selbstrespekt leben wollt. Kolonialismus und Fremdherrschaft hören nicht von selbst auf.
Und die Menschheitsgeschichte lässt sich auf eine einzige Formel reduzieren. Wer sich nicht wehrt, der ist nichts wert. Danke fürs Zuhören und bis später.